Peter Tepe, Wissenschaftler und Künstler. Willkommen in meinem Atelier. Also ich habe bestimmte Techniken angewandt, die ich auch sonst benutzt habe und habe eben dieses Prinzip der schnellen Produktion angewandt. Eigentlich ist das Prinzip, ich habe eine bestimmte Seite, ich habe eine bestimmte Ausgangsidee und in rund 5 Minuten steht das. Und ich wähle dann intuitiv aus dem Fundus, den ich im Kopf habe, bestimmte Dinge aus und probiere die aus. Und dann habe ich einfach so ein inneres Fertigkriterium. Sozusagen, so kann es bleiben, so steht es. Ich hätte auch noch ein paar Minuten mehr investieren können, aber das gehört eben zu dem Prinzip eigentlich aller 4 rein, dass sie sehr schnell und dass sie diese Spontanität haben, die das wissenschaftliche Arbeiten eigentlich nie hat, dass etwas spontan entsteht und dann so bleiben kann. Und das ist das, was mich reizt an dieser Arbeitsweise. Das gilt eigentlich für alle 4 Serien, aber hier kann man es dran verdeutlichen. 3 der 4 Serien sind Ende 2019 entstanden in diesem Aufräumkontext. Und eine Serie ist ein paar Monate früher entstanden, aber ich habe sie hier mit berücksichtigt, weil sie da eine gewisse Vorläuferrolle spielt und deswegen nicht uninteressant ist. Ende 18, Anfang 19 habe ich ältere Papierarbeiten, die in den Jahren davor entstanden sind, gesichtet, mit Titeln versehen, signiert. Und einige Arbeiten hatten mich nicht mehr voll zufriedengestellt. Deswegen hatte ich überlegt, sie nochmal zu überarbeiten. Und bei einigen Überarbeitungen habe ich folgende Technik angewandt. In den Vorlesungen, die ich gehalten habe zur Mythosforschung, Ideologieforschung, zur erklärenden Hermeneutik, habe ich oft eigentlich immer mit Folientexten gearbeitet. Und aus diesen Fazitfolien habe ich dann einzelne zentrale Elemente, zentrale Thesen ausgeschnitten und einfach in die Bilder eingefügt. Und so habe ich eine direkte Verbindung hergestellt zwischen einer Papierarbeit, die eigentlich gar nichts mit diesen wissenschaftlichen Dingen zu tun hatte, und Elementen aus Vorlesungen. Und ich habe dann danach das ist auch das Beitragsbild geworden, diese Technik gezielt angewandt. Das heißt, eine Arbeit von vornherein so konzipiert, dass sie mit Verbindungen zu bestimmten Thesen, die aus Folien aufgeklebt worden sind, entstanden ist. Das sind aber nie illustrative Arbeiten, sondern sind freie malerische Formen, in die das eingefügt worden ist. Das finde ich eine ganz interessante Form und das hat einen gewissen Vorläufereffekt gehabt für die Serie 4, auf die wir nun zum Schluss zu sprechen kommen. Es spielt eine wichtige Rolle, dass natürlich, wenn man dieses Skript findet und die anderen Dinge gefunden hat, dass eine Reihe von Erinnerungen geweckt werden an das, was man damals gemacht hat, an die Weise, wie man damals gedacht hat. Und dass das eine bestimmte kreative Stimmung erzeugt, die dann auch genutzt wird. Ähnlich wie das Hören einer Platte, die man zum Beispiel in den 80er Jahren gehört hat und jetzt zum ersten Mal wieder hört, die bringt bestimmte Erinnerungen mit sich, die dann vielleicht einfach so als Erinnerungsfundus bleiben, manchmal aber auch kreativ gewendet werden können. Und mein Ziel bei allen Reihen war es, dieses Erinnerungspotenzial, auf das ich beim Aufräumen gestoßen bin, kreativ zu wenden und daraus was zu machen im Rahmen von Techniken, die zum Teil auch erneuert worden sind, aber die ich zum Teil auch praktiziert habe, schon längere Zeit. Zum Beispiel das Arbeiten mit dem Malerfilz habe ich in dieser Variante eben eingesetzt, einfach auch im Sinne dieses spontan über das eigene Repertoire verfügen und es direkt einsetzen, ohne großes Nachdenken. Also bei Serie 1 ist es ein freies Spiel. Was du meinst, betrifft Serie 4, wo ich immer auch inhaltlich durch einen schriftlichen Kommentar darauf reagiere. Das passt auch gut zu dieser Erinnerungskultur. Aber ich habe es eigentlich erst bei Serie 4 wirklich ausgereizt, dass ich sozusagen auf die Gedanken, die ich in den Exzerpten gefunden habe, die ich ausgeschnitten habe, inhaltlich reagiert habe, aber wieder in ganz kurzer Form,
wo man sagen würde, wissenschaftlich würde man das nicht stehen lassen, sondern das zum Text von 1, 2 Seiten zumindest ausformulieren. Und ich habe dann, deswegen sollten wir vielleicht Serie 4 auch als Kontrast nehmen, ich habe dann eben mich auch mit diesen spontanen Formen, die man sonst eigentlich nicht zulässt, mit einer kurzen, quasi thesenartigen Reaktion darauf. Das hätte man hier auch machen können, aber das habe ich hier nicht gemacht, sondern eigentlich dieses poetisch-intuitive künstlerische Vorgehen praktiziert, was unterschiedliche Register zieht. Ja, Serie 2 hat einen ganz anderen Stellenwert. Hier sieht man das erste Blatt. Das waren Überraschungsfunde. Also ich bin natürlich auf erwartete Dinge gestoßen, wie ausgedruckte Manuskripte zu Vorlesungen mit Randbemerkungen oder ein Vortragsskript, was mich auch nicht überrascht hat, dass es das noch gibt, was ich eben erwähnt habe. Und hier waren es Materialien zu einer Vorlesung in Dialogform, die ich mit dem alten Team aus Mythisches Azomythisches gehalten habe. Das war insgesamt 5 bis 6 Semester zusammen. Und das waren Dinge, die mich überrascht haben, wo ich beglückt war, sie wiederzufinden. Zum Beispiel Regieanweisungen für das Team. Wie bauen wir die ganze Vorlesung? Was machen wir in der ersten Sitzung? Wie verteilen wir bestimmte Rollen? Entwürfe für Dialoge, von denen ich nicht weiß, ob sie wirklich aufgeführt worden sind. Auswahl von Musik. Wie behandeln wir bestimmte Themen in die Psychomythologie, Psychoanalyse, Psychologie und Mythos. Wie führen wir in die psychoanalytische Traumdeutung unter mythologischem Gesichtspunkt ein? Worauf setzen wir die Akzente? Und das waren eben reine Sachdialoge, die durch so ein paar kleine Tricks nochmal weiter aufgelockert worden sind. Das waren Überraschungsszenarien. Und deswegen habe ich da auch versucht, die relevanten Textteile lesbar zu erhalten, damit das eine Art historisches Dokument dieser Dialogform wird. Ja, weil hier versucht wird, wie in der ganzen Vorlesungsreihe, innerhalb einer wissenschaftlichen, philosophischen, literaturwissenschaftlichen Vorlesung, die wurden immer in beiden Fächern angeboten, künstlerische Elemente einzusetzen, um bestimmte zusätzliche Dinge zu erreichen. Zum Beispiel waren viele Studierende von der Theatervorlesung begeistert und das hat sie dauerhaft motiviert, im Schwerpunkt mitzuarbeiten, weil sie das toll fand, dass dass ein Team einen solchen Aufwand mit 14 Erstaufführungen pro Semester getrieben hat, was dann auch als Buch erschienen ist. Das konnten sie nachlesen und das eine dauerhafte, starke Motivation erzeugt. So etwas gibt es überhaupt nicht. Da bleiben wir. So. Und das war ein Effekt, nicht so sehr die Vermittlung einzelner wissenschaftlicher Erkenntnisse mit künstlerischen Mitteln, sondern das Gesamtszenario, was sozusagen hauptsächlich Motivationszwecken dient, dass man sagen kann, okay, wer sich so engagiert, dass die Leute das machen, die werden auch wissenschaftlich mehr tun als der Durchschnitt. Und das war eben auch so. Wir hatten zum Beispiel schon, glaube ich, in der ersten Vorlesung die Regelung, dass wenn bestimmte Sachzusammenhänge im Dialog dargelegt worden sind, ich manchmal einen Kurzvortrag zur Vertiefung halte. Und da hatten wir die schöne Regelung einer Küchenuhr, die wurde auf 5 Minuten gestellt und wenn die Zeit abgelaufen war und das Schellen erklang, musste ich innerhalb von wenigen Sekunden den Vortrag beenden. Das war immer eine heikle Geschichte, weil man gerade drin war und das auf den Punkt bringen musste. Und ist so eine Art Disziplinierung durch ein theatralisches Mittel. Und solche Dinge haben wir dann weiter fortgesetzt, weil die nicht mit großen Proben, Kostümen und Songs und so weiter belastet waren. Die haben wir beibehalten. Diskussionsrunden gehabt, Auswahl der Musik, die am Anfang gespielt wurde. Dann sind viele Künstlergäste aufgetreten, vor allem Bands, inmitten, am Ende, manchmal auch vorher. Darunter auch andere Dozenten, die musikalisch engagiert waren. Dann Dialoge, Einführungen in einen bestimmten Themenkomplex, die ausgearbeitet waren und die wir dann in den Text für die Vorlesung übernommen hatten.
Also eine Fülle an interessantem Material, was als historisches Dokument erhalten geblieben ist. Ich habe natürlich nicht alles genommen, weil vieles uninteressant ist, aber die aus meiner Sicht interessanten Teile habe ich versucht, lesbar zu halten, anders als in Serie 1. Also hier zum Beispiel bin ich in dem Kontext gestoßen auf etwas schon weitgehend ausformuliertes, für das Team formulierten Text, wo die Dialogrollen auch schon festgelegt waren, was dann nur noch leicht verarbeitet wurde. Hier wurde die Vorgehensweise in der gesamten Vorlesung verdeutlicht in einem Text, manchmal auch im Vorfeld eines Semesters, dass man über, wie gehen wir überhaupt im nächsten Semester an die Dinge ran, machen wir Sachen anders, machen wir es genauso von den Prinzipien. Hier wird so eine einzelne Regelung für so einen Kurzvortrag erläutert. Hier wird erläutert, wie mit den Künstlergästen umgegangen wird. Machen wir das anders als bisher. Wir hatten ja nicht nur Musiker dabei, sondern auch Leute, die Gedichte und andere Texte vorgetragen haben, die irgendwie einen Bezug zum Thema Mythos und Mythosforschung haben mussten. Dann aber auch Tänzerinnen, die in einer bestimmten Szene dann Bauchtanz da gemacht haben auf professionelle Weise. Also unterschiedliche Künstler. Und in Mythisches allzu Mythisches hatten wir dann auch Künstler, die selber Installationskunst gemacht haben, die in die Handlung eingebaut war. Also im Arbeitszimmer fanden sich viele Kartons mit Schreibmaschinen-Exzerpten, die zur Vorbereitung wissenschaftlicher Veröffentlichungen, Bücher, Aufsätze, Vorträge und so weiter gedient haben. Die Kartons waren bis oben hin voll mit solchen Schreibmaschinen-Exzerpten. Und ich hatte eigentlich die Idee, diese ganzen Kartoninhalte sofort zu entsorgen. Habe mich dann aber anders entschieden und gesagt, okay, da hast du so viel Zeit und Mühe investiert, diese Exzerpte zu machen. Guck sie dir doch noch mal grob durch. Und wenn du nichts damit anfangen kannst, schmeißt du sie weg, was ich in vielen Fällen auch getan habe. Wenn aber manchmal so ein paar Formulierungen, ein paar Zeilen drin waren, wo ich dachte, das setzt irgendwas in Bewegung an Erinnerungen und an Überlegungen, die mit meinem aktuellen philosophischen und literaturwissenschaftlichen Denken zusammenhängen, dann habe ich das ausgeschnitten und handschriftlich mit einem alten, etwas leckenden Füller spontan einen kurzen Kommentar dazu geschrieben und das auf ähnliche Weise künstlerisch bearbeitet. Das heißt, dadurch sind entstanden eigentlich Auseinandersetzungen mit Elementen aus den früheren Exzerpten. Nicht aus eigenen Texten, sondern eben aus abgeschriebenen Dingen. Und das hat eine ganze Bewegung bei mir in Gang gesetzt. Deswegen sind da über 80 Blätter daraus entstanden, unterschiedlicher Qualität, versteht sich von selbst, die aber diesen spontanen Charakter haben. Ich wähle etwas aus einem Exzerpt, klebe das auf und schreibe spontan in 2, 3, 4 Minuten einen Kommentar dazu. Und daraus ist die ganze Serie 4 entstanden, die deswegen einen Sonderstatus hat. Es muss einmal lesbar bleiben. Dann ist das ein Text, der gelesen werden soll. Das heißt, egal was ich weiter daraus mache, man könnte daraus auch so ein künstlerisches Buch machen und dann überlegen, wie kann das besonders lesbar gestaltet werden. Das lassen wir jetzt weg. Aber eigentlich sind das Texte, Reaktionen von mir, die inhaltlich gelesen werden sollen. Und das ist bei anderen Texten häufig nicht der Fall, wo alles verwischt ist, übermalt ist oder nur ein paar Wörter erkennbar sind. Da kann man nicht erwarten, dass man daraus einen Sinnzusammenhang rekonstruiert. Und hier stellt das eben eine Reaktion auf ein ausgewähltes, meinetwegen einen Satz aus einem alten Exzerpt und meine aktuelle Reaktion darauf, die auch diesen Spontaneitätsprinzipien genügt. Das ist mir auch hier ganz wichtig, dass nicht erwartet wird, dass ich einen bestimmten Sachzusammenhang vertiefend, umfassend von allen Aspekten beleuchte, sondern diese 3 Sätze dazu sind es. Und es wäre eine falsche Erwartung, ja, das müsste man doch noch differenzieren und das hinzufügen. Das wäre für diese Produktionsweise unpassend. Das würde man bei einer wissenschaftlichen Erarbeitung eines kurzen Textes, eines Aphorismus vielleicht machen, dass man sagt, okay, da fehlt noch dieser Aspekt. Dieser Aspekt muss hier dann fehlen, weil das diese ausschnitthafte Reaktionsweise ist.
die Verkleidung einer normativen Aussage als Tatsachenaussage. Der Kommentar: Das ist ein zentraler metaphysischer Denkfehler, der immer wieder vorkommt. Alle möglichen Weltanschauungen, politischen Auffassungen verkleiden Werturteile als vermeintliche Tatsachen. Und das bringt das nur ganz kurz raus und da können wir ein ganzes Buch drüber schreiben oder 2, 3 Seiten, kompakten Text. Man kann es aber auch so lassen. Und dann gehört eben so ein kleines ausgeschnittenes Element aus den Restfunden im Atelier dazu, um das zu pointieren. Zu prüfen, zu kritisieren, wo Einwände vorgebracht werden können und allmählich herauszufinden, was standhält. Also wo ich denke, da wird in irgendeinem Text eine Lebenshaltung beschrieben, mit der ich mich nach wie vor identifizieren kann, dann wähle ich sowas aus und mache das dazu. Auch wieder ein unvollständiger Satz. Fanatismus, der ohne zu fragen bereit ist, für seinen Glauben alles zu erleiden, aber auch willig, jede Gräueltat zu begehen. Kommentar: Um den Fallen eines so charakterisierten Fanatismus zu entgehen, muss man den grundlegenden Dogmatismus zumindest problematisiert haben. Also da ist das Interesse, wie kommt man aus den Fallen des Fanatismus raus? Und darüber habe ich ganze Buchkapitel oder so geschrieben. Hier habe ich eben nur einen Satz geschrieben dazu. Für mich ist es beides. Es ist Lesetext, also sozusagen, der voraussetzt, dass sich hier ein Rezipient dafür interessiert, ja, was wählt er aus alten Skripten seit den 1970er Jahren aus und wie reagiert er heute darauf? Der sich dann auch davon interessiert, wie wird das intuitiv in ein bestimmtes Klebesetting zum Beispiel eingeordnet mit solchen Elementen, das dann als stimmig erfahren wird in diesem schnellen Prinzip, dass man sagt, ganz schnell hergestellt, so kann es bleiben. Könnte man auch tagelang daran arbeiten, würde aber was vollkommen anderes entstehen. Das heißt, der Kunstcharakter ist hier verbunden mit dem historischen Rückblick. Was ist davon noch heute für mich wichtig, was ich da exerpiert habe? Und der spontanen Reaktion darauf. Und das alles in einen schnellen grafischen Gestaltungsprozess eingebettet, der häufig mit Klebestreifen einfach irgendwas zuklebt, was man da gefunden hat, wo keine weitere Gestaltung einsetzt. Also der Kunstanspruch ergibt sich eben indirekt in diesem Kontext. Ist es nicht künstlerisch interessant, sowas zu machen, aus Dingen, die man vor Jahrzehnten hergestellt hat, mit immer großer Mühe, was auszuschneiden, da einen spontanen Kommentar aus heutiger Sicht zu schreiben und das schnell zu bearbeiten? Das ist nicht Primärkunst, sondern es ist diese Verbindung dieser Elemente.